Hallo liebe Zuschauer, vor einigen Wochen habe ich euch Daniel und Andrea vorgestellt. Das ging ja darum, dass der Daniel einen Unfall hatte und ich hatte nochmal nachgefragt, wie sieht es denn heute aus? Na, etwa 5, 6 Wochen sind es jetzt her. Und ich bin jetzt gerade bei den beiden. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Ganz gut. Ganz gut. Wie ist das denn angekommen, dieses Video für euch? Habt ihr da einen Benefits bekommen? Beziehungsweise kannst du erzählen, mal ganz kurz, was passiert ist mit dem Daniel? Also ich fange kurz von vorne an. Der Daniel hatte, es ist genau jetzt ein Jahr her, einen Unfall auf dem Motorroller. Und zwar hatte er einen Schlaganfall. Er hat abends was zu essen geholt, kam nicht wieder. Nur der Nachbar kam in den Garten geflitzt und meinte, Daniel hat einen Unfall. Das Gute, dass uns jeder hier in Bangpor kennt. Ich habe ihn vorgefunden im Krankenwagen. Er ist sofort reanimiert worden und ins Krankenhaus gebracht worden. Und dort sagte man mir, er hätte einen Schlaganfall erlitten und ist sofort auf die Intensivstation gekommen. Insgesamt 5 Wochen Intensivstation, insgesamt 3 Monate Krankenhaus. Und ja, er konnte gar nichts. Er musste lernen, wie man isst, wie man trinkt, wie man sich hinsetzt, wie man aufsteht. Da sind wir immer noch dran. Und er lernt jetzt gerade das Laufen, was ganz gut wieder klappt. Und ja, wir sind jetzt zuversichtlich, dass es bis Ende Jahr alles wieder gut wird, dass er dann selbstständig wieder laufen kann und auch selbstständig was tun kann, ohne meine Hilfe ständig. Hier sollte man noch erwähnen, er hatte ja nachweislich einen Helm angehabt. Das hat man in den Videokameras ja gesehen. Ja. Er hatte einen Helm an beim Unfall. Er hatte keinen Alkohol im Blut, hat auch keinen Alkohol getrunken. Das wurde uns auch bestätigt dort, wo er das Essen geholt hat. Und er hatte auch keine Drogen im Blut, auch nachweislich vom Krankenhaus. Und durch den Helm muss man sagen, es war Gott sei Dank nur ein Schlaganfall, denn er hat sich während dem Unfall nur 7 Rippen gebrochen, was wirklich Glück im Unglück war. Ja, nochmal zurückzukommen auf diesen Hilfeaufruf, was ist eigentlich von euch? Ihr seid ja in finanzieller Not geraten, ihr seid zwar gut versichert, wie ist nochmal die Coverung? Also der Daniel ist mit 4 Millionen versichert hier in Thailand. Wir sind auch in Deutschland noch versichert auf eine Anwartschaftsversicherung. Die würde für den Daniel aufkommen, wenn er sich in Deutschland aufhalten würde. Die zahlen nicht in Asien. Ja, du sagtest da eben, es ist auch Geld reingekommen, genügend Geld, um was zu kaufen. Ein Auto! Damit fallen also die monatlichen Kosten ja weg, wenn man ein Auto mietet. Hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Nein, das könnt ihr nicht sehen. Dann mache ich gleich. Wir haben einen Nissan March gekauft, der ist 4 Jahre alt. Eigentlich ein Auto wie in Deutschland mit Gangschaltung, mit Kurbelfenstern, also nichts mehr mit Knöpfchen drücken wie beim Mietauto. Aber es ist jetzt meiner. Den habe ich gekauft auf dem Festland. Da kosten Autos oder Autoteile 1/3 wie hier auf der Insel. Vielen Dank auch an unsere ganzen Freunde hier auf der Insel, die sich mit eingeschaltet haben beim Autokauf. Ein guter Freund, der Automechaniker ist in Deutschland, der kam natürlich und hat sich das Auto angeschaut, weil ich habe da keine Ahnung von, damit ich nicht über den Tisch gezogen werde. Aber jetzt müssen wir es nächste Woche noch ummelden auf meinen Namen. Ich habe alle Papiere, ist alles da, ist alles tipptopp. Und ich bin glücklich mit diesem Auto. Wie war es denn so mit der Community? Ich habe mich ja da so rausgehalten eigentlich. Toll, ich muss sagen, wir haben nur positive Kommentare bekommen. Wir haben tolle Menschen kennenlernen dürfen durch das Video. Kontakte, die in Deutschland etwas eingeschlafen waren, sind wieder aufgeweckt worden. Die haben sich bei mir privat gemeldet. Ich glaube, ich kam eine Woche nicht raus, ständig am Handy irgendwelche Nachrichten zu beantworten. Das war toll.
War richtig schön. Tolle Resonanz bekommen. Auch bekräftigt, dass wir weitermachen sollen. Wie sieht jetzt die Zukunft aus? Wie geht es dir denn, Daniel? Mir geht's eigentlich den Umständen entsprechend gut. Wie sieht es denn aus? Wollt ihr weiter in Thailand bleiben? Also deine Frage mit der Zukunft. Es sind zwei gespalten. Daniel will auf jeden Fall hier bleiben. Er möchte auf gar keinen Fall zurück nach Deutschland. Bei mir ist es so, ich muss nach Deutschland. Gesundheitlich. Ich brauche dringend neue orthopädische Schuhe. Die sind jetzt schon über 3 Jahre alt. Die kriege ich eigentlich in Deutschland jedes Jahr erneuert. Es gibt hier, jedenfalls auf Samui oder Suratareni, niemanden, der das macht. Also ich werde voraussichtlich Ende Oktober, wenn unsere Visa erneuert sind, nach Deutschland fliegen. Für mindestens 3 Monate. Damit ich wieder zu Kräften komme. Bis dahin soll Daniel alles selbstständig wieder machen können. Dass er alleine klarkommt, dass er hier unserem Angestellten im Truck zuarbeiten kann, was ich ja auch mache. Die ganzen Sachen, die ich koche und vorbereite für unseren Angestellten, dass das Daniel alles übernehmen kann. Es ist natürlich dumm für ihn, dass er dann halt in der Weihnachtszeit so viel backen muss wie ich, aber da muss er durch. Und dann werde ich sehen, was passiert. Unser Angestellter ist so toll, er sagt jetzt schon immer, mein Job, mein Job. Er ist ja auch 5 Tage die Woche fast alleine hier. Wäre ich froh, dass Daniel wieder so fit ist, dass er ihn jeden Tag ein bisschen mehr unterstützen kann. Und dass die zwei gut miteinander klarkommen, das ist jetzt schon so. Oh, ich auch, ja. Ja, und er macht es gut und er soll den Truck weiter übernehmen, dass der weiter geöffnet bleibt, weil die Kunden, er ist super freundlich, super nett. Die Kunden sagen zu mir, sie schmecken keinen Unterschied, ob er die Burger macht oder ich. Also habe ich ihn gut angelernt. Und ich werde dann im Januar schauen, was passiert. Ganz konkret, welche Hilfe benötigt ihr? Wenn du weg bist, dass er eine Hilfe braucht an seiner Seite? Kommt drauf an, wie fit ich bin. Kommt drauf an, ja, genau. Wie fit er ist, ob er jemanden braucht, der täglich nach ihm schaut oder nicht. Er will endlich wieder kochen können, was ich mache, weil ich es muss. Ich bin kein Koch, so wie Daniel. Ich finde Kochen nicht so toll. Aber ich muss es ja, wir brauchen ja was zu essen. Dass er alleine zu Hause zurechtkommt, das, wie gesagt, zeigt die Zukunft. Und viele Freunde hier auf der Insel, die uns schon viel geholfen haben, haben selber Probleme und können nicht jeden Tag nach ihm gucken. Und wir haben jemanden, die das Haus sauber machen könnte, wenn er es wollte. Aber ich hoffe und sagen wir so, ich kann nur fliegen mit gutem Gewissen, wenn ich weiß, er kommt alleine zurecht. Kann man verstehen. Ist auch das Auto so wichtig, weil bevor er sich wieder auf ein Motorbike setzt, hoffe ich, dass er Auto fahren kann. Dann muss er natürlich auch den Autoführerschein machen, so wie ich. Weil fürs Bike, klar, hatten wir den Führerschein, weil wir gesagt haben, wir brauchen hier kein Auto. Jetzt brauchen wir ein Auto. Also habe ich auch den Führerschein gemacht. Und das muss er dann natürlich auch. Weil ohne Führerschein sind wir wieder beim Thema, zahlt auch keine Versicherung. Wir möchten auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank sagen an alle, die uns unterstützt haben. Sei es mit euren Spenden, sei es mit den netten Menschen, die Kontakt zu uns gesucht haben. Und ganz besonders einem deutschen Physiotherapeuten, der uns sehr mit Tipps
geholfen hat, wie ich ihn weiterbringen kann mit Übungen. Und wir haben einen ganz großen Erfolg, das möchte ich hier noch loswerden. Der Daniel muss jede Woche mit seinem Physiotherapeuten hier laufen, von uns zu Hause bis zur Straße. Das sind circa 250 Meter. Das schafft er seit ein paar Wochen. 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. Seit den vielen, vielen neuen Übungen schafft er diese Strecke. Nochmal? 1 Stunde. Hin und? Hin und zurück. Also Das ist ein super Erfolg. Denn, ne? Es zahlt ja keine Teilversicherung die Rehabilitation, also die Reha hinterher. Daniels Versicherung hat die Pflegekraft für 30 Tage im Jahr bezahlt. Das ist das Einzige. Ja, ich habe bei meiner Versicherungsagentin auch nachgefragt. Die zahlen nichts. Ich habe die Pacific Cross, die bezahlen nichts in die Reha. Und auf Nachfrage, ob es da eine Versicherung gibt, wurde mir die Auskunft gegeben von ihr, sie hat keine Versicherung für das abzudecken. Also besteht da ein Restrisiko, was man hier trägt. Ja, das ist immer das Restrisiko, wenn man einen Unfall hat und Reha braucht. Auch wenn es Knochenbrüche sind, da gibt es Hilfe, das geht aber nicht so lange. Wir sind ja jetzt seit einem Jahr dran. Wie gesagt, nächste Woche ist es 1 Jahr. Da wollen wir auch ein bisschen feiern, dass er das überlebt hat. Aber versicherungstechnisch, die einzige Möglichkeit ist, wenn man zurück nach Deutschland geht. Das habe ich auch alles abgewegt und ausgekundschaftet. Er ist ja in Deutschland immer noch versichert. Wir haben ja beide diese Anwartschaftsversicherung. Da zahlen wir brav jeden Monat unsere Beiträge. Und Daniel ist privat versichert. Die Pflegschaftsversicherung würde einspringen, wenn er sich in Deutschland aufhalten würde. Was für Daniel überhaupt nicht in Frage kommt. Er will auf gar keinen Fall nach Deutschland. Ja, hier noch ein Wort mit Versicherungen. Ich habe in manchen Filmen ja erwähnt, dass ich Informationen von den Krankenhäusern haben möchte bezüglich, wenn man einen Herzinfarkt hat, wenn man einen Bypass braucht und sowas. Dann habe ich dann auch mal nachgefragt, wie sieht es denn mit dem Transport aus? Würde ich jetzt mit dem Hubschrauber nach Bangkok oder Suratani geflogen? 150 Kilometer sind bei der Pacific Cross beinhaltet für den Transport. So. Hier habe ich natürlich auch ein Restrisiko. Mein Vater hatte 3 Bypässe und eine ganze Menge Ballons innen drin. Wenn man nach Thailand kommt, hat man hier Restrisiko. Das kann man nicht verschweigen, das darf man auch nicht verschweigen. Man sollte also gesund sein, wenn man nach hier kommt. Wenn man aber dann so einen Unfall hat, wie in dem Fall von Daniel, dann hat man, wie man so schön sagt, die Arschkarte gezogen. Also da ist ja einiges zusammengekommen. Das auf jeden Fall. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, das Krankenhaus hatte sich kurz nach der Einlieferung von Daniel mit der deutschen Botschaft in Verbindung gesetzt. Und die haben gesagt, mit der Versicherung zusammen, sie würden ihn ausfliegen. Also sie würden ihn wieder nach Deutschland fliegen, weil die Versicherung beinhaltet den Rücktransport, falls was passiert. Es war eigentlich eher für meine Versicherung gedacht, weil ich bin Diabetiker, mir kann immer was passieren. Ich passe natürlich sehr hier auf mich auf. Deshalb auch mein dringender Wunsch, nach Deutschland zu gehen, um meine ganzen Ärzte wieder zu sehen. Das war ja alles geplant. Ich wollte ja nach Deutschland zurückfliegen letztes Jahr im September, um mich durchchecken zu lassen. Ja, im Juni kam der Unfall und klar fliege ich dann nicht weg. Also bleibe ich hier und gucke, dass Daniel auf die Füße kommt. Ja, schönen Dank. Auch unter dem Film werde ich die Kontaktdaten von euch da reinbringen, auch von den Konten. Nämlich Geld hilft immer wieder.
Ja, wir schlafen etwas beruhigter. Ja. Okay, danke schön. Wie gesagt. Danke dir.